beide wieder. Und wir haben jetzt hier ein neues Gerät vor uns stehen. Und zwar die Breakout 114 Cubic Inch. Das stimmt. Du bist jetzt hier gefahren und was hältst du davon? Ja, erstmal muss man sagen, die Breakout, die wir hier haben, die ist weitgehend Serie. Außer dem Kennzeichenhalter, dem seitlichen, haben wir da nichts dran gemacht als Rix Motorcycles. Ja, wollten die einfach mal ausprobieren, haben die mit nach Spanien genommen, haben hier einige Kurven genommen und einige Geraden. Beides macht mit dem Teil richtig Spaß. Wir hatten ja gestern die Fatbob, ne, und heute dann 114 Kubik Inch Breakout. Die hat noch mal mehr Druck und macht noch mal mehr Spaß. Ist mit der alten Breakout überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Na, ich glaube, der Rahmen, hat sich massiv verändert auch. Ne? Ja, stabiler geworden. Basiert auf einem völlig neuen Rahmenkonzept, hat auch dieses Zentralfederbein und die funktioniert in jeder Situation perfekt, so wie ein Motorrad funktionieren muss. Bremsen vorne könnten ein bisschen knackiger sein, aber kann man gut mit leben. Hast du da einen Unterschied gemerkt zur Upside-Down-Gabel bei der Fatbob? Das ist ja doch so ein bisschen anders, so die Front. Man sitzt, also ich persönlich finde, das Lenkverhalten ist bei der Fatbob noch ein bisschen agiler. Also so, wenn du jetzt so typische Kurvenhexe. Hier hast du doch eher so, wahrscheinlich hast du hier, glaube ich, auch einen längeren Radstand, ne? So habe ich zumindest den Eindruck. Vom Fahren, vom Feeling her, aber wenn du drauf sitzt, habe ich das. Naja, die Breakout-Modelle sind ja schon mit dem Vorgängermodell ein sehr langgestrecktes Fahrzeug gewesen. Und das Vorgängermodell hat zum Beispiel sehr schnell aufgesetzt, sehr schnell, vor allem mit Beifahrer fast nicht fahrbar. Das ist hier anders, das haben sie wirklich gut gelöst und das Fahrwerk ist klasse, das funktioniert perfekt und die Straßenlage ist perfekt. Also ich war super zufrieden heute. Ja. Was sagst du zur neuen Technik, digital? Kann man sich jetzt als Freund von klassischen Motorrädern drüber streiten. Funktioniert gut, ist sehr gut ablesbar und kann ich mit leben. Dafür sieht es schön aufgeräumt vorne aus. Die neue Technik, verstellbares Federbein, schon mal ausprobiert? Nee, noch nicht wirklich mit rumgespielt. Ne? Und wie findest du den neuen Scheinwerfer? Also ich muss ganz klar sagen, das Licht ist klasse, leuchtet perfekt und macht Spaß. Aber der Scheinwerfer selbst gestalterisch und von der Ausführung her ist das eine glatte 5, 6 ersetzen. Das Ding sieht einfach halbfertig aus, als hätte es irgendwie einen Hinterhof-Customizer im letzten Moment noch dran gepeppt. Hat ein bisschen was von Virot und ich weiß es nicht, von hinten ist das Ding offen. Ja gut, das sehe ich ja ein. Also du hast jetzt hier hinten so einen offenen Baukasten, das sieht schon merkwürdig aus. Aber von vorne finde ich persönlich jetzt, das Ding, wenn du sie im Rückspiegel siehst oder kommt dir entgegen, du siehst sofort, da kommt eine Breakout. Das sieht doch geil aus hier. Ja, muss mal abwarten. Wir haben das Problem ja gelöst. Du kriegst demnächst bei Rix eine Blende dafür. Ja. Ne, die sogar richtig schick ist und das ganze Ding noch mal ein Stück nach vorne katapultiert. Ja, also und das Lichtdesign. Dann ist auch das letzte Problem gelöst. Das heißt, wir verwenden die Originallampe mit der Originalfassung und setzen unsere Blende einfach nur drauf, zack, und schon ist das Problem gelöst. Hätte Harley auch drauf kommen können, sind sie aber nicht. Ja, denn also ich finde generell dieses neue Lichtkonzept bei den Maschinen finde ich gut. Das Einzige, was mich jetzt persönlich immer noch ärgert, was heißt ärgern, aber dass das dann nicht auch LED-Lampen geworden sind. Aber das gibt es ja dann auch von Kellermann. Ne? Irgendwas musst du den Customizern ja auch noch lassen. Ja, wollen wir noch mal auf den Motor. Ich finde ihn ja geil, 140 Kubik Inch. Also bei der Fatbob bin ich ihn gefahren, also den 107er und ich fand, das war schon geil. Und jetzt hier 114. Also ist noch mal ein Ticken geiler. Ich habe nach dem 107er gedacht, den 114er, den kannst du nicht beherrschen. Ja. Stimmt nicht, kann man. Also ist sanft wie ein Lamm und wild wie ein Bulle, wenn man will. Geht ab und drängt nach vorne, wenn man am Hahn dreht, ist aber lammfromm. Also kultivierter meinst du? Ja, ist lammfromm, wenn man die Rechte im Griff hat. Ist sogar was für extrem Schaltfaule, weil das Ding eigentlich in allen Drehzahlbereichen immer irgendwie funktioniert. Gut, also was sie sonst hat, ist eben halt eine andere Sitzposition. Also ich mache sie ja nur gerne mit der Fatbob Vergleich, weil wir nun auch den Vergleich hatten. Aber das ist hier eigentlich alles komplett anders, der ganze Vorbau. Ne? Macht sie ja nachher auch mit aus. Das Rahmenkonzept und das Fahrwerk mit dem Zentralfederbein, das ist wohl identisch. Auch der Motor ist weitgehend identisch. Und zu der Fatbob, die wir getestet haben, ist halt nur der Hubraum unterschiedlich und die Leistung. Und ich bin fast geneigt zu sagen, dass der große Motor hier sanfter ist als der kleine. Der kleine erschien mir gestern sehr aggressiv. Ich habe eine Stunde in etwa gebraucht, bis ich mit der Gasannahme im Kurvenausgang raus hatte. Und dann ging es aber, dann hat es auch Spaß gemacht und das Problem hatte ich mit der hier überhaupt nicht. Aber
Ich will mich nicht darauf verlassen, dass das auch wirklich so stimmt, weil das kann auch sein, weil ich jetzt inzwischen den Bogen raus habe durch die Fatbob. Ja. Also, Und hier 240er Reifenserie. ja, ist dann eine Macht. Ja, das passt. Das ist klasse. Was ich so gelesen hatte, der Tankinhalt, der hat sich hier so ein bisschen reduziert. Ne? Ja, Das Design, dafür ist sie ein bisschen schlanker geworden hier. ja, schlank und langgezogen, wie eine Breakout eben sein sollte, ne, wie sie schon immer war. Man kann sich über jedes Teil hier dran streiten. Man mag es oder man mag es nicht. Das war bei Harley schon immer so, Harley polarisiert. Ja. Ne, und Gut, Peter, die wichtigen Sachen sind wir durch. Ne? denke ich, Hier haben wir Michelin drauf, die Scorcher. Gut, vielen Dank, würde ich mal sagen. Volker, gerne, jederzeit wieder. Okay.